Die Training as Treatment Methode stellt dich als Person, die Sport betreibt, in den Mittelpunkt von deinem Schmerzerlebnis und ermöglicht dir somit einen erfüllteren Weg im Sport mit weniger Ausfallzeiten, weniger Arztbesuchen und vor allem weniger Angst vor Schmerz und Verletzungen. Das klingt jetzt erstmal gut und es ist zumindest das, was man hier hinten in der Beschreibung findet von dem Buch Pain and Performance, wo dieser Training as Treatment Ansatz vorgestellt wird. Und was es mit diesem Ansatz genau auf sich hat und ob es mir geholfen hat, mit meinem Schmerzen beim Laufen wieder besser umzugehen, das möchte ich euch in diesem Video erzählen. Ja, ganz kurz zu mir. Ich heiße Melissa und ich hatte in den letzten 12 Monaten wirklich total hartnäckige Probleme mit dem Laufen. Ich hatte erst Probleme mit Shinsplints, das war dann auch zwischenzeitlich wieder besser und dann wurde es irgendwann auch wieder schlechter. Und dann irgendwann kam noch eine zweite Sache dazu, wo ich irgendwie immer, wenn ich so schneller gelaufen bin, so auf Intervallläufen oder Tempoläufen, hatte ich immer Schmerzen in der linken Wade ziemlich schnell und konnte solche Läufe dann auch wirklich gar nicht mehr machen. Und es zog sich wirklich fast über 12 Monate. Und dann habe ich auch irgendwann entschieden, erstmal eine Laufpause einzulegen, weil ich überhaupt nicht das Gefühl hatte, dass meine Schmerzen irgendwie besser oder weniger werden. Ja, und dann habe ich durch Zufall, durch Glück muss man sagen, dieses Buch entdeckt. Ich habe das Buch gelesen, ich habe diese Training as Treatment Methode, die darin beschrieben wird, angewendet. Und was das genau dann bei mir bewirkt hat, das möchte ich euch am Ende vom Video erzählen. Aber jetzt möchte ich euch erstmal im Detail diese Training as Treatment Methode auch vorstellen. Zu den Autoren Ryan Whitehead und Matt Fitzgerald möchte ich euch kurz ein paar Hintergrundinformationen geben, weil dadurch, glaube ich, ganz gut deutlich wird, was für eine Expertise die beiden zusammen eben auf diesem Gebiet haben. Also Matt Fitzgerald kennt ihr vielleicht, der ist selbst Langstreckenläufer und hat auch schon viele andere Bücher über das Laufen geschrieben. 2 von diesen Büchern habe ich euch auch schon mal in einem anderen Video vorgestellt, das kann ich hier gerne nochmal verlinken. Und Ryan Whitehead, der hat eine Praxis, wo er eben diese Training as Treatment Methode praktiziert. Und zwar in Flagstaff in Arizona. Vielleicht kennen das einige von euch. Flagstaff ist so ein Hotspot für Profiläufer, weil das eben durch seine Lage im Gebirge, also eine gewisse Höhe einfach auch hat und viele Profiläufer dorthin gehen und für Monate dann dort trainieren im Höhenlager, um sich auf Wettkämpfe vorzubereiten. Und ich glaube, das spricht hier eben auch sehr für den Autor dieses Buches, dass er eben seine Praxis und seine Training as Treatment Methode an einem Ort ausübt, wo eben der Bedarf anscheinend dafür auch sehr hoch ist, also wo eben viele Profiläufer sind und ich glaube, das spricht hier sehr auch für den Erfolg seiner Methode. Also kommen wir dazu, was es jetzt mit diesem Training as Treatment auf sich hat. Also nachdem ich das Buch gelesen habe und jetzt auch einige Wochen das ausprobiert habe, kann ich wirklich sagen, dass so 3 Punkte für mich ganz, ganz essentiell sind und über genau diese 3 Punkte möchte ich jetzt mit euch sprechen. Und das ist zuallererst einmal die Rolle von Krafttraining für jeden Sportler und jede Sportlerin. Ganz egal, ob man jetzt läuft oder klettert oder Triathlon macht. Es geht wirklich darum, wie wichtig Krafttraining ist, unabhängig von der Sportart, die man betreibt. Dann geht es um das biopsychosoziale Schmerzmodell und das gibt so einen ganz neuen Ansatz darüber, wie man als Sportler mit Schmerzen umgeht. Und zu guter Letzt geht es um Schmerz-Selbstwirksamkeitserwartungen, was eigentlich nur bedeutet, dass es total wichtig ist, welche Erwartungen man selbst als Sportler an den Schmerz hat und auch seine eigene Fähigkeit eben mit diesem Schmerz umgehen zu können. Also der erste Punkt, der im Zusammenhang mit Training as Treatment wichtig ist, ist ja das Krafttraining. Und vielleicht denkt ihr euch jetzt, das ist ja nichts Neues, dass Krafttraining bei Sportlern, gerade bei Läufern, wichtig ist und auch zur Verletzungsprävention oder auch zur Behandlung von Verletzungen eingesetzt werden kann. Aber es gibt hier tatsächlich noch einen entscheidenden Unterschied, was das Krafttraining angeht in dieser Training as Treatment Methode. Und das ist ein mentaler Aspekt. Die Methode besagt nämlich, wie der Name Training as Treatment ja schon vermuten lässt, dass man, wenn man Schmerzen hat als Sportler, dass man sozusagen Training, also ganz bestimmte Übungen, vor allem Krafttraining, als also als Treatment bekommt. Und es gibt sozusagen diese Training as Treatment Phase und man versucht wieder einen Übergang zu bekommen in die Training as Training Phase. Also eine Phase, in der man weniger sich auf diese Verletzungsbehandlung konzentriert, sondern wieder voll ins Training einsteigen kann. Aber wichtig ist hierbei, wie man hört, es gibt Training as Treatment und Training as Training.
Und in beiden Fällen kommt ja das Wort Training vor. Das heißt, in beiden Fällen trainiert man auch weiterhin. Also das heißt, in beiden Fällen darf man weiterhin seinen Sport machen. Und das ist hier eben ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass man für sich selber eben erkennt, dass man nicht nur, weil man Schmerzen hat bei einer bestimmten Bewegung oder ja, bei seinem Sport, den man eben ausübt, dass man eben dann nicht das Gefühl hat, ich habe da jetzt ein Problem, ich habe Schmerzen und ich muss eine Pause einlegen. Sondern dass man merkt, okay, ich habe jetzt ein Problem, ich habe Schmerzen und ich muss jetzt vorübergehend aus meiner Training-as-Training-Phase in eine Training-as-Treatment-Phase übergehen. Aber trotzdem darf ich die ganze Zeit weiter das machen, was ich gerne mache, also zum Beispiel weiterhin laufen, aber ich muss dann eben gucken, wenn ich in dieser Training-as-Treatment-Phase bin, dass ich da mehr den Fokus auf ganz bestimmte Kraftübungen setze, bevor ich wieder übergehen kann in eine Phase, wo ich das nur noch weniger mache und meinen Hauptsport, also zum Beispiel das Laufen, wieder überwiegend ausführen kann. Und der Vorteil hieran, dass man sich eben die ganze Zeit in einer Training-Phase, sage ich mal, befindet, ist eben dieser mentale Aspekt, und das berichtet der Autor eben aus seiner Erfahrung, aus der Arbeit mit den Sportlern in seiner Praxis, dass das eben ein sehr, sehr positiver Effekt ist, dass wenn die Leute zu ihm kommen und sagen, ich habe das und das Problem, zum Beispiel ich habe da und da Schmerzen im Bein, ich laufe und ich befürchte, ich muss jetzt eine Pause einlegen, dann ist immer das Erste, was er zu seinen Sportlern sagt, mit denen er arbeitet: Nein, du kannst weiter trainieren, du musst gar keine Pause machen. Du musst jetzt aber vielleicht den Fokus mehr auf Übungen legen, die wir uns hier zusammen erarbeiten. Und er sagt, dass das ein sehr positiver Effekt ist, den das einfach hat bei den Sportlern, weil man eben nicht das Gefühl hat, man muss aufhören mit etwas, was man sehr gerne macht, sondern man darf weitermachen mit einem bisschen anderen Fokus. Ja, und wie sieht das jetzt ganz konkret aus, wenn man sich gerade in dieser Training-as-Treatment-Phase befindet? Also natürlich hängt das davon ab, welchen konkreten Schmerz man spürt, in welcher Körperregion und auch was für eine Sportart man ausübt. Aber man kann hier ganz allgemein sagen, dass man verschiedene Schwierigkeitsgrade an Übungen durchmacht, bis man wieder in diese Training-as-Training-Phase übergehen kann. Also das heißt, man macht zunächst erstmal Übungen, die isometrisch sind, also das heißt Übungen, bei denen die Muskeln zwar angespannt werden, aber keine Bewegung der Muskeln stattfindet. Also zum Beispiel jetzt, wenn man eine Liegestützposition einfach nur hält, da bewegt man sich ja nicht. Und je weiter man das machen kann, ohne dass man dabei Schmerzen empfindet, desto mehr kommt man eben zu diesen dynamischen Übungen, wo der Muskel dann auch bewegt wird, also zum Beispiel irgendwelche springenden Übungen, wo man schon sehr nah dran ist an der Belastung zum Beispiel, die man dann wieder erfahren würde, wenn man wieder ins Lauftraining richtig einsteigt. Und so findet man eben seinen Weg durch die Übungen, macht immer schwierigere Übungen, bis man merkt, okay, der Schmerz wird weniger. Und dann ist das Ziel, dass man am Ende wieder komplett in diese Training-as-Training-Phase übergehen kann. Der zweite Punkt ist das biopsychosoziale Schmerzmodell. Und jetzt kommen wir langsam zu den interessanten Punkten, denn das sind jetzt die Sachen, die für mich in dem Buch tatsächlich richtig neu waren. Das biopsychosoziale Schmerzmodell besagt nämlich, dass Schmerz anders als im klassischen medizinischen Modell nicht nur ein Symptom an sich ist, was es zu behandeln gilt, sondern dass Schmerz eben ein sehr, sehr komplexes Phänomen ist, was eben unter anderem durch biologische, psychologische und soziale Faktoren verursacht werden kann. Und ich möchte da jetzt gar nicht so sehr ins Detail gehen, was jetzt der Unterschied ist zwischen diesen beiden Schmerzmodellen. Der wichtigste Punkt tatsächlich ist hier einfach, und das machen die Autoren auch klar, dass man sich wirklich mal die Frage stellt, wenn mein Schmerz, den ich spüre, auch durch äußere Faktoren, durch psychologische, soziale Faktoren verursacht oder verschlimmert werden kann, was ist denn überhaupt der Schmerz? Und gibt es überhaupt eine Ursache, die den Schmerz auslöst? Also ich kann da von mir mal berichten, bei mir war es so, als ich Schmerzen in der linken Wade hatte, bin ich zum Arzt gegangen und der hat dann ja auch mich untersucht und dann eben festgestellt, dass meine Beine unterschiedlich lang sind und mir dann eben Einlagen verschrieben, um diese Differenz auszugleichen. Ja, und dann hatte ich das Gefühl, okay, wenn ich jetzt diese Einlagen trage, dann ist alles okay, dann ist mein Problem, das ich in meiner Biomechanik habe, löst und dann müsste es ja besser werden mit den Schmerzen in der linken Wade. Was denn übrigens nicht passiert ist. Und was hier in dem Buch einfach deutlich gemacht werden soll, ist, dass man sich als Sportler mal
Gedanken macht, woher die eigenen Schmerzen kommen und wie viel man da auch vielleicht selbst Einfluss drauf haben kann. Und hier beschreibt der Autor aus seiner Erfahrung auch wieder in seiner Praxis und er sagt, wenn er mit neuen Patienten eben anfängt zu sprechen und dann eben auch von diesem biopsychosozialen Schmerzmodell erzählt, kann es oft passieren, dass die Leute dann reagieren mit wie, also das ist alles nur in meinem Kopf. Sie sagen jetzt, ich bilde mir das nur ein. Und er meinte, es ist auch schon öfter dann mal passiert, dass Leute dann tatsächlich gegangen sind, weil sie das Gefühl hatten, dass der Autor ihnen sozusagen unterstellt, dann in dem Moment als Physiotherapeut, dass sie sich ihre Schmerzen nur einbilden. So ist das auf gar keinen Fall gemeint. Gemeint ist nur mit in diesem biopsychosozialen Schmerzmodell, dass eben Schmerz sehr, sehr viel komplexer ist als ursprünglich angenommen und man da tatsächlich auch selbst einen sehr großen Einfluss drauf hat. Und genau darum geht es auch, dass man sich eben bewusst macht, wie groß der Einfluss ist, den man selbst auf sein eigenes Schmerzempfinden hat. Und darum geht es dann im dritten Punkt. Und das sind die Schmerz-Selbstwirksamkeitserwartungen. Also Schmerz-Selbstwirksamkeitserwartung beschreibt einfach die eigene Überzeugung, dass man sein Schmerzempfinden selbst in der Hand hat und diesen Prozess, dass man wieder zur schmerzfreien Bewegung auch hinkommt, selbst steuern kann. Und das ist tatsächlich etwas, was man lernen kann. Und der Autor beschreibt hier in seinem Buch, dass wenn neue Personen zu ihm in die Praxis kommen, weil sie ein bestimmtes Schmerzempfinden haben, dann redet er erstmal mit ihnen und stellt gewisse Fragen. Und einige der Fragen sind eben konkret darauf abgezielt, dass die Leute sich einmal über die eigenen Schmerzempfindungen, aber auch die Selbstwirksamkeitserwartung in Bezug auf Schmerz Gedanken machen und das reflektieren können. Und er hat hier einige Fragen in dem Buch vorgestellt, die möchte ich euch auch gleich einmal vorlesen. Und dazu immer noch so ein paar wissenschaftliche Hintergründe mit dargelegt, also was die Wissenschaft eben in Bezug auf Schmerz und Schmerzempfinden und auch Schmerz-Selbstwirksamkeit sagt. Und eine der Fragen ist, ob man glaubt, dass das Gewebe, sozusagen, wo der Schmerz sich befindet, ob das beschädigt ist. Und jetzt steht hier, dass Wissenschaft eben zeigt, dass die meisten Athleten, die Schmerzen empfinden, keine zugrunde liegende Gewebeschädigung haben und dass selbst wenn sie so eine Schädigung haben, die Schmerzen eben nicht ursprünglich dadurch verursacht werden. Die zweite Frage ist, hast du Angst, dass wenn du jetzt weiterhin trainierst, dass du deinen Schmerz dadurch verschlimmerst? Und auch hier ist wieder eine wissenschaftliche Erkenntnis dazu angegeben, und zwar steht hier, dass vor allem Krafttraining Schmerz reduziert und Funktion der Muskeln verbessert, viel mehr als dass es den gegenteiligen Effekt hätte. Eine weitere Frage ist, bist du offen für die Möglichkeit, dass ein kluges, smartes Training dir helfen wird, über deine aktuelle Schmerzempfindung hinwegzukommen? Und auch hier steht wieder, dass in der Wissenschaft eben gezeigt wurde, dass Menschen, die eine sehr hohe Angst davor haben, ihren Schmerz durch Bewegung eben schlimmer zu machen, länger brauchen, um zu einer vollen Funktion zurückzukommen, als Menschen, die weniger Angst vor Schmerzen im Zusammenhang mit Bewegung haben. Und eine letzte Frage, die ich euch noch vorstellen möchte, ist, wie selbstbewusst bist du in Bezug darauf, dass du deinen eigenen Schmerz eben selbst in der Hand hast und selbst managen kannst? Und auch hier steht wieder etwas zu wissenschaftlichen Ergebnissen, und zwar steht hier, dass Menschen, die sehr davon überzeugt sind, dass sie ihren eigenen Schmerz eben selbst in der Hand haben, meistens recht haben. Und dass Menschen, die so ein Selbstbewusstsein eben nicht haben, das sich aber aneignen können und sich darin eben verbessern können in dieser Fähigkeit. Ja, das nur mal als Anregungen aus dem Gespräch, die der Autor eben mit seinen Kunden führt, um sie eben zu sensibilisieren für ihre eigenen Schmerz-Selbstwirksamkeitserwartungen. Und vielleicht kannst du dir diese Fragen auch einmal stellen und dir überlegen, wie denke ich eigentlich in Bezug auf Schmerzempfinden, die ich vielleicht schon mal hatte im Zusammenhang mit meiner sportlichen Tätigkeit. So, das waren die 3 Punkte, die ich euch aus diesem Buch vorstellen wollte. Und jetzt zum Ende, wie versprochen, wollte ich noch mal kurz sagen, welche Erfahrungen ich persönlich jetzt mit dieser Training-as-Treatment-Methode gemacht habe. Und ich kann sagen, ich bin wirklich so froh, dass ich dieses Buch gefunden habe und das jetzt ausprobiert habe, diesen Ansatz. Ich bin jetzt seit ungefähr 7 Wochen wieder im regelmäßigen
Laufen, also ich bin vermutlich jetzt noch in dieser Training as Treatment Phase. Es ist nicht so wie früher, sage ich mal. Früher bin ich öfter gelaufen. Im Moment, ja, wenn es gut läuft, laufe ich 2-mal in der Woche und mache 3-mal eben das Krafttraining als Hilfe für meine Muskeln, um eben diese ganz speziellen Übungen zu machen, um meine Muskeln dazu stärken. Aber ich kann sagen, ich bin auch schon wieder Intervalle gelaufen, also ich bin schon wieder schneller gelaufen und ich kann jetzt nicht sagen, dass ich zu 100% schmerzfrei bin. Ich merke ab und zu noch einen leichten Schmerz, aber es ist kein Vergleich wie sonst wirklich zu den gesamten letzten 12 Monaten. Also ich bin in den letzten 12 Monaten nicht so regelmäßig gelaufen, wie ich das jetzt in den letzten 7 Wochen machen konnte. Und vor allem bin ich eben keine Intervalle. Also ich bin nicht schnell gelaufen, das ging nämlich überhaupt nicht. Da hatte ich sofort oder fast sofort immer starke Schmerzen in den Intervallen. Und das ist jetzt halt gar nicht mehr so. Und ich bin mir einfach sicher, dass das sehr, sehr viel mit dieser neuen Methode jetzt zu tun hatte. Nicht nur, weil ich einfach viel mehr Krafttraining auch gemacht habe, sondern eben auch diese beiden anderen Punkte da beachtet habe. Also mir Gedanken darüber gemacht habe, woher der Schmerz kommt, ob da sozusagen etwas kaputt ist, ob ich ein biomechanisches Problem habe. Das habe ich nämlich zuvor immer gedacht, dass da wirklich ein Problem ist, was vielleicht erstmal quasi gefixt werden muss, bevor ich wieder schmerzfrei laufen kann. Und ich habe mich halt auch gefragt, wie selbstbewusst ich in Bezug auf diesen Umgang mit den Schmerzen bin. Und die Antwort ist, dass ich zuvor wirklich das Gefühl hatte, ein Problem zu haben, was nur ein Arzt vielleicht lösen kann, also eine Maßnahme von außen, sage ich mal, sowas wie Einlagen oder weiß ich nicht, irgendwas anderes. Und ich hatte auch nicht das Gefühl, dass ich da selbst so viel in der Hand habe und diesem Schmerz sozusagen ausgeliefert bin, wenn er dann auftaucht. Und wie gesagt, seitdem ich jetzt diese Methode Training as Treatment anwende, laufe ich wieder regelmäßig. Also das ist mir vor allem wichtig. Ich kann regelmäßig laufen. Ich habe nicht jede 2. Woche das Gefühl, dass ich jetzt erstmal wieder eine Pause einlegen muss, weil Schmerzen doller geworden sind, sondern die Schmerzen sind tatsächlich so gut wie weg. Und das, obwohl ich viel mehr laufe als die letzten 12 Monate überhaupt. Also ich bin wirklich begeistert von diesem Buch und von der Methode und ich hoffe sehr, dass euch das, was ich euch jetzt über das Buch vorgestellt habe, geholfen hat. Vielleicht habt ihr ja auch eine ähnliche Situation, in der ihr euch gerade mit eurem Sport befindet. Vielleicht hilft euch das weiter. Wenn das so ist, würde ich mich natürlich sehr freuen, wenn ihr dem Video ein Like gebt oder meinen Kanal abonniert. Und bis zum nächsten Video.